Hallo und herzlich willkommen zu unserem Advents-Special am zweiten Advent und schönen Nikolaus an dieser Stelle. Einen vollen Stiefel kann ich Ihnen zwar nicht vor die Tür stellen, aber ich habe heute etwas anderes für Sie. Im ersten Teil unseres TMGR-Specials haben wir gesehen, wie einfach es ist, die Werkzeugdatenbank zu durchforsten, als auch ein komplett neues Basiswerkzeug zu erstellen. Sollten Sie das Video verpasst haben, dann finden Sie dazu einen Link in der Beschreibung. Und was schauen wir uns heute an? Naja, zu einem Komplettwerkzeug fehlt uns ja immer noch ein Werkzeughalter. Und genau diesen wollen wir uns heute erstellen. Fangen wir an mit einem 3D-Modell des Werkzeughalters. Diesen Werkzeughalter habe ich mir beim Hersteller einfach mal runtergeladen. Es ist ein einfaches Step-File. Innerhalb meines Technology Managers gehe ich nun hier auf der linken Seite runter zu Halter. Ich kann jetzt entweder wiedermals meine Datenbank nach Haltern oder auch Verlängerungen hier soweit durchsuchen. Ich kann aber auch hier durch einen weiteren Klick auf neuen Datensatz erstellen einen neuen Werkzeughalter mir ableiten. Und zwar fragt mich jetzt das System, was will ich denn haben? Ist es ein Adapter, den ich hier erstellen möchte? Ist es eine Drehkomponente oder aber eben ein Fräsbohrhalter? Ich wähle den Fräsbohrhalter. In meinem Fall ist es ein HSK 63 Halter, also wähle ich den auch aus. In dieser Vorschau sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite aktuell noch keinen Werkzeughalter dargestellt. Wie schaffen wir es nun, einen Werkzeughalter zu generieren? Wir haben nun mehrere Möglichkeiten. Ein Klick auf Weitere können wir hier ganz klassisch wie im NX auch durch Angabe von Parametern uns hier Segmentstufe für Segmentstufe einmal herbauen. Sagen wir mal hier, ich habe als nächstes eine Segmentstufe, die ist so lang. Dann noch eine Segmentstufe, die hat unten Durchmesser 30, oben wiedermals Durchmesser 30 und ist diesmal 30 mm lang. So könnten wir uns jetzt diesen Werkzeughalter Stufe für Stufe selber zusammenbauen. Die nächste Möglichkeit, die wir hier haben, ist der Stufeneditor. Wenn ich ihn einmal öffne, komme ich in einen Dialog hinein, wo ich mir nun jede einzelne Stufe Stück für Stück nochmal abklicken kann, reinklicken kann und somit wird dann der Halter auch wieder gebaut. Hier habe ich immer noch die Möglichkeit, die einzelnen erstellten Segmentstufen nochmal händisch zu ändern. Sagen wir mal hier nicht mehr Durchmesser 54,8, sondern Durchmesser 55 und der zweite ist auch nochmal auf Durchmesser 55 angesetzt. Sprich, harte, konkrete Werte und keine Annäherungswerte, wie ich sie ursprünglich reingeklickt habe. Ich würde Ihnen aber an dieser Stelle die für mich beste Möglichkeit darstellen wollen, wie wir einen Werkzeughalter generieren können. Ich gehe hier auf Grafiken und klicke hier auf 3D-Modell importieren. Ein Klick auf dieses Icon springt mir das System schon wieder nach NX und in diesem Dialog fragt er mich nun, hey, bei diesem Werkzeughalter, wo ist hier die Werkzeugfläche? Sprich, an welcher Fläche wird das Werkzeug hier verbaut? An der vordersten Fläche. Und dasselbe Spiel nochmal für die Spindelfläche. An welcher Stelle kommt dieser Werkzeughalter in die Spindel in der Maschine? An dieser Fläche. Ein Klick auf OK. Und schon fängt TMGR an, diesen Werkzeughalter als Rotationsgeometrie für sich zu erstellen und von dieser Rotationsgeometrie sämtliche Werkzeugstufen des Werkzeughalters uns abzuleiten und diese parametrisch uns auch darzustellen. Bedeutet, ich muss jetzt nicht mehr von Hand sämtliche Parameter eintragen. Nein, das macht das System für mich. Und sobald er fertig ist, haben wir folgendes Bild vor uns. Wir sehen einmal den parametrischen Halter, der uns jetzt mit sämtlichen Segmentstufen abgeleitet wurde. Wir sehen auch das 3D-Modell, was abgeleitet wurde bzw. importiert wurde. Oder aber auch, wir sehen hier das parametrische 3D-Modell, eine Überlappung dieser beiden. Ich werde nun diesem Werkzeughalter noch eine Beschreibung geben. Ich nenne ihn jetzt mal Advent-Halter. Ein Klick auf Weiter und ein Klick auf Fertigstellen. Schon haben wir den neuen Adventshalter uns generiert. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Gerne dürfen Sie mir Feedback mitteilen, Daumen hoch und einen Kommentar. Wenn Sie vom TMGR bereits überzeugt sind, dann schreiben Sie uns. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin und besprechen die Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Betrieb. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer unten in der Videobeschreibung. Das war Teil 2 unserer Serie.
Nächste Woche erwartet Sie die Zusammensetzung unseres Halters als auch des Basiswerkzeuges von letzter Woche und ein neues Komplettwerkzeug. Also bleiben Sie dran. Wenn Sie die weiteren Teile nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Damit erhalten Sie dann immer eine Nachricht von YouTube, wenn wir ein neues Video uploaden. Wir hören uns am dritten Advent. Tschüss!